Ideen, die sitzen sich einfach fest. Bei mir war das ein Name: Trans-Faragajan. Seit ich Erik Peters Himalaya Calling gesehen hatte, war diese rumänische Passstraße zu einem Fixstern für meine Reisepläne geworden. Das Kuriose war, ich hatte damals noch nicht einmal einen Motorradführerschein, aber der Gedanke blieb. Er verband sich mit dem Wunsch, den Osten unseres Kontinents zu bereisen, der für mich noch völlig unbekannt war. 2019 machte ich endlich meinen Motorradführerschein, doch das Leben hat seinen eigenen Zeitplan. Es sollten noch 4 weitere Jahre vergehen, bis Annika und ich unsere Motorräder packen und uns auf den Weg machen würden. Mit Kurs Rumänien. Unsere Reise beginnt an der deutschen Ostseeküste. Der Plan: von Usedom aus quer durch Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn, bis wir schließlich das Herz Rumäniens erreichen. Wir haben uns einige Punkte auf der Karte markiert, doch einen starren Plan verfolgen wir nicht. Die Reise soll uns führen, nicht umgekehrt. Und sie beginnt, wie so oft im Leben, anders als gedacht. Diesmal starten wir getrennt. Ein Firmen-Event an der Ostseeküste verlangt noch meine Aufmerksamkeit. Annika hingegen startet 2 Tage später. Sie legt noch einen Zwischenstopp im wunderschönen Rostock ein, bevor sie mich am Hafen von Travemünde aufgabelt. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg nach Swinemünde. Die Strecke zieht sich unerwartet in die Länge. Entlang der Landstraßen scheint es, als gäbe es nur an Tankstellen etwas zu essen, die alle ausnahmslos das gleiche grellgrüne Waldmeister-Vanille-Softeis verkaufen. Das sieht ja genial aus hier, Pena-Brücke zum Aufklappen. Traumhaft. Schaut euch das mal an. Wir sind auf Usedom. Die erste Grenze auf dieser Reise. Die erste Grenze, die ich noch nie überquert habe. Weder mit dem Motorrad noch sonst irgendwo. Schauen wir mal, 90, 50, 100. Autobahn machen wir nicht. Auf jeden Fall gibt es überall billige Zigaretten. Zumindest behaupten sie das. So erreichen wir die Stadt erst spät am Abend, wo wir von Massen an gefräßigen Mücken empfangen werden. Wir sind in Swinemünde angekommen. Ostblock feudal. Jetzt gibt's was zu essen. Mit dem Essen haben wir aber Glück. Wir finden ein kleines Restaurant, das fantastische Piroggen mit Meeresfrüchten serviert. Ein kleiner, unverhoffter Genussmoment. Nach einem kurzen Spaziergang zum menschenleeren Strand fallen wir todmüde ins Bett. Der nächste Tag beginnt, wie der letzte geendet hat. Zäh. Wir setzen unsere Reise durch den gerade erst eröffneten Swinetunnel fort, nur um kurz darauf im Stau zu stehen. Eine gewaltige Baustelle reiht sich an die nächste. Der neue Tunnel in Stettin ist total genial. Kommt da super durch und super rüber, aber hier hinter ist totales Verkehrschaos. In unsere Richtung Gott sei Dank noch nicht, aber guckt euch mal diese riesen Baustelle an. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, die Baustelle geht immer noch weiter. Wir sind jetzt bestimmt schon 10 oder 15 Kilometer gefahren. Es ist einfach immer noch eine wahnsinns gigantische Baustelle. Es ist auch immer so geil, dass die dann schon diese Konstruktionen schon so mitten ins Nichts stellen. Und dann muss das halt passen. So, ne? Erst gegen Mittag, als wir die Schnellstraße erreichen, wird es besser. Ja. Die Hitze staut sich unter der Motorradkleidung. Bei über 30 Grad fühlen wir uns wie im eigenen Saft gekocht. 50 Kilometer vor Stettin. Die Sonne brennt brutal. Fast 30 Grad, wahrscheinlich wenn wir losfahren über 30 Grad. Aber immerhin sind wir die lange Baustelle endlich vorbei, durch, weg, neu und sind auf einer niegelnagelneuen Autobahn. Alles frei. Ziemlich entspannt. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Willkommen in unserer Mittagspause. Jetzt gibt's Snacks zum Aufpäppeln. Und ganze Haselnüsse drin, in den Brötchen. Und unten drunter war so eine Schicht, so wie sonst manchmal alles mit Sonnenblumenkern bedeckt ist, war so eine Schicht
gehackte, geröstete Haselnüsse. Boah. Und das Klingt war ja mega ultra premium. lecker. Die Hitze Westpommerns bleibt aber unerbittlich. Gerade als wir kurz davor sind aufzugeben und das nächste Hotel anzusteuern, erscheint am Horizont eine Silhouette. Der Heiland. Ach, keine Ahnung, nur Autobahn oder was hier in Polen eine Bundesstraße ist. Haben wir dann jetzt kurz vorm Hotel, ist uns noch Jesus erschienen. Der guckt hier über Westpommern. Absolut grandios. Steht da einfach mitten im Nirgendwo so eine Christ der Erlöser-Statue. Und ja, die Christus-Statue in Swiebodzin ist tatsächlich ganze 6 Meter höher als ihr berühmtes Pendant in Rio de Janeiro. Es kann ja nicht angehen, dass der größte Jesus nicht in Polen steht. Obwohl wir uns hier irgendwo auf dem flachen Land befinden, überrascht uns die polnische Küche aufs Neue. Die Surek, eine saure Mehlsuppe, ist gewiss nicht jedermanns Geschmack, aber für mich ist sie eine Offenbarung. Eine köstliche kulinarische Mutprobe. Annika trägt auf jeden Fall ihre verhasste Regenkombi, aber heute starten wir mal bei Regen. Mal gucken, wie nass es wird. Du musst zuerst. Ich komme hier, glaube ich, wird eng. So, dass man denkt, ja, wir biegen rechts ab. Wir folgen der Vorfahrtsstraße, was irgendwie sehr merkwürdig ist, dass eine Straße, auf der man tendenziell irgendwie 100 fahren kann, dann einfach eine abknickende Vorfahrt hat. Der nächste Morgen empfängt uns mit Regen, der aber bald nachlässt. Wir folgen der Schnellstraße nur noch einen halben Tag, dann biegen wir ab Richtung Süden, Richtung Berge. So, nachdem wir die S3 jetzt endgültig verlassen haben, geht's jetzt endlich in die Berge. Unser heutiges Ziel ist ein etwas schickeres Hotel in den polnischen Sudeten. Mein Geburtstagsgeschenk. Jetzt verlassen wir mal unser Gestüt Richtung tschechische Grenze. Heute Nacht haben wir richtig schön geschlafen. Richtig großartig. Aber war ja auch ein Geburtstagsessen, von daher alles richtig gemacht. Schauen wir mal. Heute wird es auf jeden Fall schön bergig und kurvig. Tags darauf überqueren wir fast unbemerkt die Grenze nach Tschechien. Unsere Mittagspause machen wir keine 3 Meter hinter dem Grenzschild. Mir gefällt die Landschaft auch gut. Generell. Dann haben wir gerade Mittag gemacht hier an der tschechischen Grenze. Mit einem absolut gigantischen Ausblick, den man leider nicht so super sieht, weil die Wolken so tief hängen. Aber genießerisch. Jetzt machen wir noch ein Bild am Grenzübergang und dann fahren wir weiter. Den ganzen Tag in Feuchtigkeit und tief hängendsten Wolken kriegen wir zum Schluss noch mal ein bisschen Sonne. Das reißt hier auf den kleinen Hügeln. Am Abend erreichen wir die kleine Stadt Sternberg. Wir haben Glück und können am nächsten Morgen noch die imposante Kirche besichtigen. Ein stummer Zeuge einer vergangenen Blütezeit. Die Stadt verlor die Grundlage ihres Reichtums durch den amerikanischen Bürgerkrieg.
Die Abschaffung der Sklaverei ließ die weltweiten Baumwollpreise explodieren und setzte den Textilunternehmen in Sternberg ein jähes Ende. Heute starten wir im beschaulichen Sternberg. Absolut faszinierender Ort. Krasse Burg. Krasse Kirche. Sagen wir mal 19. Jahrhundert, recht reich. Viele Textilfabriken. Jetzt eher verschlafen, aber trotzdem extrem schön. Das ist wirklich ein super hübsches Ding hier. Und es könnte auch in Italien oder so sein, weil es ist einfach so bunt und die Häuser so schön zurechtgemacht. Und es sind auch kleine Bars und Cafés. Es ist echt nett hier, guck mal. Mhm. Also ich fand das gestern Nacht schon, aber jetzt sieht man die Farben der Häuser noch besser. Ich finde das immer so interessant, wie man hier eigentlich so zwei Epochen in diesen Städten dann doch sieht. Also gerade so... Hier ist die andere Epoche, ne? Ja, genau. Also du siehst halt irgendwie so, das war halt so eine recht wohlhabende, textilreiche Stadt. Irgendwo im ausgehenden 19. Jahrhundert. Da war alles noch kapitalistisch organisiert, wenn auch vom Adel dominiert. Dann kam der Zweite Weltkrieg und ich meine, das hier waren ja Orte, ich glaube hier in der Gegend waren kaum größere Schlachten oder großes Kriegsgeschehen. Also sind die alle noch sehr schön erhalten, eigentlich. Und sind dann halt eben, dann hat man halt eben gesagt, so, ja, wir brauchen jetzt billigen Wohnraum, restaurieren oder instand halten ist zu teuer, also bauen wir jetzt mal am Stadtrand. Boah. Das ist aber richtig schön restauriert. Bauen wir jetzt mal am Stadtrand irgendwelche riesigen Blöcke hin. Und die Stadt ist quasi verfallen und wird jetzt eigentlich erst seit der Wende, so in den letzten 30 Jahren, hat man dann so angefangen, das wieder aufzubauen. Beleidigt. Gegen Mittag überqueren wir dann die Grenze in die Slowakei. Da das Wetter ausnahmsweise hält, stromern wir in der Sonne noch ein wenig durch die Gassen von Žilina, bevor wir weiterziehen. Links ist die Bahnstrecke, rechts ist die Autobahn. Wir fahren auf der Bundesstraße und dann kommt der See. Hat schon jeden Zentimeter ausgenutzt mit der Infrastruktur, die man zur Verfügung hatte. Jetzt fahren wir noch unsere letzten 93 Kilometer bis zur Unterkunft. Immer schön diesem wunderbaren Bergpanorama. Herrlich. Jetzt hört so ein bisschen was vom Auenland. Guckt mal, wie das hier so sich so den Hügel schlängelt. Die Landschaft ändert sich wieder, wird dramatischer. Ein Gefühl von Freiheit stellt sich ein, während wir an den majestätischen Gipfeln des Tatra-Gebirges entlangfahren. Ich bin fix und alle. Es war jetzt echt ein paar Tage, echt viele Kilometer. Aber wir sind angekommen. Sieht so aus, als ob wir die einzigen hier sind. Schön davor geparkt. Hier ist eine Tankstelle, 2 Restaurants. Und im Hintergrund sieht man die Berge. Jetzt gibt's was zu essen. Dann fallen wir ins Bett. Um nicht nur im Sattel zu sitzen, führt uns unser Weg am folgenden Tag noch höher hinauf. Wir wollen auf die 2634 Meter hohe Lomnitzer Spitze. 3 Seilbahnen muss man nehmen, wenn man den Aufstieg nicht zu Fuß bewältigen will. Die letzte, eine kleine, fast schon historische Gondel, bleibt uns jedoch verwehrt. Das Wetter in den Bergen ist und bleibt unberechenbar. Jetzt haben wir es fast bis auf die Lomnitzer Spitze geschafft. Allerdings nur fast. Da irgendwo in den Wolken ist sie dann final. Aber dafür haben wir trotz immer wieder Wolkenbänder einen gigantischen Blick von der Höhe vom Restaurant. Geil.
Noch auf dem Berg buchen wir uns ein Zimmer in einem ehemaligen Kloster mit direktem Blick auf die Zipzer Burg, die wir noch am selben Tag erkunden. Wie ein steinerner Wächter erhebt sich die Festung aus dem 12. Jahrhundert inmitten der weiten Ebene. Mit einer Ausdehnung von über 4 Hektar gehört sie zu den größten Burganlagen Mitteleuropas. Zusammen mit dem Spišská Kapitula, dem kleinen kirchlichen Städtchen, in dem wir auch wohnen, ist sie seit 1993 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Den folgenden Tag nutzen wir für eine Pause, erkunden zu Fuß das Städtchen und die Klosteranlage. Kein so schlechtes Timing, denn am nächsten Morgen erwartet uns heftiger Regen. Etwas missgelaunt packen wir uns noch dicker ein als sonst und fahren auf direktem Weg nach Košice. Man will es ja nicht beschreien, aber da hinten sieht es heller aus. Ne? Schon eher so der dollerste Regen, den man so... Wir hatten vielleicht den gleichen Art in Albanien, aber da standen wir ja trocken unter dem Schirm, wo ich quasi gerade ja noch rechtzeitig rausgefahren bin. Eigentlich war hier nur ein kurzer Spaziergang geplant, doch die kleine Stadt mit ihrem mittelalterlichen Flair fasziniert uns so sehr, dass wir viel länger bleiben. Als der Himmel erneut seine Schleusen öffnet, beschließen wir den Sturm bei einem Mittagessen auszusitzen und danach über die Hauptstraßen nach Ungarn zu fahren. Eine gute Entscheidung, denn der Asphalt wird hinter der ungarischen Grenze merklich schlechter. Wir verzichten auf Pausen, da sich hinter uns schon wieder neue Gewitterwolken auftürmen und erreichen am frühen Abend Tokáš. Die Stadt, weltberühmt für ihren Wein, liegt wie ausgestorben da. Die Saison ist hier Anfang September auf jeden Fall schon vorbei. Immerhin gehört zu unserer Unterkunft ein uralter Weinkeller. So können wir den Tag noch bei einem Glas lokalem Wein ausklingen lassen. Ist einfach verboten, ne? Da können wir ja nur hier runter. Guckt da fahren auch Leute lang, also das war auch eine ganz normale Straße. Auch wenn das hier nicht offiziell so sein soll. Von hier haben wir es nicht mehr weit zur rumänischen Grenze. Nach einem nebligen Morgen erwartet uns ein traumhafter Spätsommertag. Hello Romania! Natürlich hier zumachen. So. Kurz hinter der rumänischen Grenze. Über kleine, verschlungene Straßen erreichen wir Oradea. Die erste Stadt in Rumänien empfängt uns mit einer wunderschönen, prachtvollen Altstadt und einer ehrwürdigen Universität. Wir genießen den lauen Sommerabend. Die Nähe zur Grenze hat viele Firmen angelockt, die Geld in die Kassen spülen. Man kann es an den frisch restaurierten Fassaden der Altbauten sehen. Wir sind überrascht, wie aufgeräumt, wie modern, ja wie europäisch hier alles wirkt. Am nächsten Tag erleben wir den ersten, in jeder Hinsicht perfekten Motorradtag. Wir verzichten auf die direkte Route nach Cluj und machen einen Schlenker durch den Apuseni-Nationalpark. Die Landschaft ist von einer unglaublich sanften Weite geprägt. Es ist der erste Tag ganz ohne Regen und wir genießen jeden Meter, der unter unseren Reifen dahin gleitet. Willkommen in Rumänien. Nach echt ein paar anstrengenden Tagen haben wir es jetzt endlich geschafft, mal in die ersten Ausläufer der Karpaten zu kommen. Jetzt halten wir hier gerade noch so an so einem schönen Jesus-Kreuz irgendwo. Heute geht es nach Cluj
Bei traumhaft schönstem Wetter. Nach 2 Tagen eher bewölkt und Regen. Ja, macht richtig Spaß, ne? Zum Mittagessen sind wir dann das erste Mal aufgeschmissen. Wir haben noch keine Lei als Bargeld besorgt, Kartenzahlung ist nicht möglich und das fehlende Internet macht die Verständigung schwierig. Irgendwie schaffen wir es dann doch, für einen 10-Euro-Schein etwas zu essen zu bestellen und bekommen äußerst schmackhafte Cevapcici. Je weiter wir uns Cluj nähern, desto dichter und anstrengender wird der Verkehr. LKWs, Reisebusse, Luxuskarossen und Pferdewagen teilen sich in den Vororten eine einzige Straße. Viele sind leer. Sind die alt oder? Doch Cluj entschädigt uns für die Strapazen der letzten Kilometer. Ähnlich wie ihre kleine Schwester Oradea beeindruckt die Stadt mit einer Fülle an wunderschönen Gebäuden. Zum Abendessen entscheiden wir uns für ganz klassische rumänische Küche. Auf die Kuttelsuppe hätten wir im Rückblick zwar lieber verzichtet, aber die Sarmale, die gewickelten Krauttaschen, sind eine wahre Freude. Die Rumänen sehen sich als Nachfahren der Römer. Wie ernst es ihnen damit ist, sieht man hier an vielen Ecken. Für den folgenden Tag steht ein Highlight auf dem Programm, das wir uns schon lange herausgesucht haben. Die Salina Turda, die Salzmine in Turda, keine 40 Kilometer von Cluj entfernt. Wir staunen nicht schlecht über die gigantischen, fast kathedralengleichen Ausmaße. Die Mine reicht bis zu 120 Meter in die Tiefe und ist an ihrer breitesten Stelle fast 90 Meter breit. Bis 1932 wurde hier Salz abgebaut. Danach diente sie als Schutzraum, dann als Käselager und seit Ende der 90er Jahre ist sie eine Touristenattraktion. Die Temperatur liegt konstant bei 12 bis 14 Grad. Also das ist schon echt gruselig, aber diese Mine ist absoluter Knüller. Dank der enormen Dimensionen passt hier unten ein kleiner Freizeitpark hinein. Samt Riesenrad und einem unterirdischen See, auf dem man mit Booten fahren kann. Da uns der See aber zu sehr an die Inferi-Höhle aus Harry Potter erinnert, verzichten wir auf eine Paddeltour. Die Salina Turda ist definitiv einen Besuch wert, aber wir sind auch froh, als wir wieder das Tageslicht erblicken. Doch der Himmel verdunkelt sich schon wieder. Die Salzmine war absolut gigantisch. Und als wir jetzt rauskamen, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber erwartet uns eine wahnsinnig schwarze Wand. Vor uns sieht es noch gut aus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da noch vorwegfahren können, bevor uns das erwischt. Wir versuchen noch, der Regenfront zu entkommen,
aber als uns von der anderen Seite eine zweite Front entgegenkommt, geben wir auf und stellen uns an einer Tankstelle unter. Also das Gewitter oder die Gewitter wegzufahren, das hat nicht so richtig geklappt. Aber unterstellen, immerhin. Also man konnte es geben, hier hinten die Berge noch sehen. Jetzt ist das nur noch graue Wand. Und Mann, das plattert hier runter. Boah, haben wir gerade noch geschafft. Erst sitzen wir den Regen noch draußen aus, doch dann peitscht der Wind das Wasser so heftig quer, dass wir uns nach drinnen verziehen müssen. Da es nicht aufhört zu regnen, buchen wir eine Unterkunft in der Nähe. Wir sind klatschnass, als wir in Draculas Sarg ankommen. Aber die Unterkunft hat eine Badewanne. Ein kleiner Luxus, der sich wie die Rettung anfühlt. Wir wärmen uns auf und trocknen unsere nassen Sachen so gut es geht. Unser Plan für die folgenden Tage: die Transalpina von Nord nach Süd, dann hinüber zur Transfaragajan und diese von Süd nach Nord fahren. Ein Zickzackkurs durch das Herz der rumänischen Karpaten. Nach unserem doch recht nassen Tag gestern, dem wahrscheinlich heftigsten Unwetter, das man mal so auf dem beim Motorradfahren erlebt hat, ich zumindest, oder wir zumindest, sind wir dann heute ein bisschen später losgekommen, konnten aber tatsächlich unsere Sachen noch ganz gut trocknen und sind jetzt auf dem Weg zur Transalpina, zur höchsten überfahrbaren Passhöhe der Karpaten oder der Rumäniens. Karpaten weiß ich gar nicht, aber Rumäniens. Schauen wir mal, das wird bestimmt genial. Huch! Ein Eichhörnchen. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Das ist toll hier. Es ist zwar so mega klein, aber guck dir das an, wie grün das ist. Lass den Katzen vergessen. Hä? Lass den Katzen vergessen. Das habe ich mir abgewöhnt. Leider spielt das Wetter immer noch nicht mit. Bevor wir jetzt vorschnell alle Pläne über den Haufen werfen, machen wir erstmal Mittag. Ja, noch hat es mit der Transalpina jetzt noch nicht funktioniert gehabt, aber wir haben hier ein sehr nettes Restaurant gefunden, in dem wir jetzt irgendwie 2,5 Stunden Nieselschauer und schlechtes Wetter ausgesessen haben. Und jetzt seht ihr gerade, es kommt die Sonne raus, auch wenn es noch bewölkt ist. Und jetzt fahren wir erstmal los. Leider wird der Regen wieder stärker, je näher wir den Bergen kommen. Am Schild, das den Beginn der Transalpina markiert, treffen wir eine schwere Entscheidung. Wir drehen um. So viele Kilometer hierher gefahren zu sein, nur um eines der absoluten Highlights im grauen Regen zu erleben, fühlt sich einfach falsch an. Zum Glück haben wir nur 5 Minuten von hier ein Spa-Hotel gesehen. Manchmal ist Geduld die beste Strategie. Und das Warten lohnt sich. Der folgende Tag begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein. Transalpina, Versuch 3.
Heute Morgen war es schon richtig bombensonnig. Hier im Tal hängen noch ein paar kleine Wölkchen. Aber definitiv kein Regen. Kaum Verkehr. Entspanntes Fahren. Das kann schon gut werden. Wir haben schon die ersten ganz Nervösen gesehen, die heute schon bevor der Pass offiziell öffnet, auf dem Weg zur Schranke waren, um ja die Ersten zu sein. Die rumänischen Karpaten zeigen sich von ihrer allerbesten Seite. Am Stausee treffen wir dann zum ersten Mal auf dieser Reise andere Biker. Wie sich herausstellt, sind die meisten von ihnen mit dem Anhänger angereist. Hi. Die Straße durch die Berge macht unglaublich Laune. Als wir die Baumgrenze hinter uns lassen, ändert sich die Landschaft noch einmal dramatisch. Die Passstraße verläuft hier über weite Strecken auf über 2000 Metern und bietet gigantische Ausblicke auf die umliegenden Gipfel. Die Ursprünge der Transalpina liegen im Römischen Reich. Dann passierte lange nichts, bis sie von deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg ausgebaut wurde. Ihren heutigen Zustand erhielt die Straße erst Ende der Nullerjahre. Wir sind vollkommen überwältigt von dieser einzigartigen Landschaft. Zu doll eingegriffen. Ach, ich habe gerade mit der Hinterradbremse gebremst und das war... Zum Essen ist es hier oben aber schon zu kalt und zu windig. Wir fahren also erst noch die Südrampe hinunter und halten nur für einen kurzen Snack, bevor wir unser Tagesziel Cotea de Arges erreichen. Das Wetter ist immer noch ein Traum, als wir am folgenden Tag zur Transfaragajan aufbrechen. Die Straße, die der eigentliche Grund für diese ganze Reise war. Und jetzt fahren wir auf die, oder eine der schönsten Fernreisestraßen Europas. Und ich sage das immer falsch, aber ich glaube, sie heißt Transfaragajan. Ich glaube, so ist es richtig. Mit einem riesigen Stausee in der Mitte und einem dritthöchsten Pass der Karpaten. Das wird bestimmt genial. Schon am Verkehrsaufkommen merkt man, dass es sich hier um eines der touristischen Highlights von ganz Rumänien handelt. Die Strecke ist landschaftlich beeindruckend und doch ganz anders als die Transalpina vom Vortag. Jetzt sind wir schon am Staudamm.
Wir halten hier kurz. Absolut gigantisch. Oh, hallo ihr Bären. Ja, ich hatte einen Film, aber ich weiß nicht, wie gut sie darauf zu sehen sind, weil dann auch noch der Typ in der Kurve... Ja. Oh, da ist noch einer. Den hat man super krass spät gesehen. Ein kleiner hier links. Mhm. Man sollte sich allerdings auch auf den Verkehr konzentrieren. Entlang der Strecke tauchen immer wieder Braunbären auf, was unweigerlich für Staus sorgt, wenn alle für ein Foto anhalten. Bären auf der Straße. Wir sind völlig fasziniert von den harmlos wirkenden Tieren, halten aber respektvollen Abstand. Im Schutz einer Autokarosserie mag man sich sicher fühlen, auf unseren Motorrädern wollen wir aber nichts riskieren, auch wenn diese Tiere an Touristen gewöhnt sind. Dann wird da auch noch gehupt, weil die da seine Schale, das verstehe ich nicht. Also ich meine, die haben vielleicht auch gehupt, weil die GS-Fahrer sich da durchgedrängelt haben und die das auch unnötig doof fanden. Aber auch der Typ, der hier mit seinem BMW ist, der sich dann da so beschwert hat, dass die Schafe da zu nah an seinem BMW streifen und dem da Kratzer in den Lack machen oder was. Das ist so, Digga, dann fahr halt nicht hier mit deinem scheiß Auto her. Je höher wir kommen, desto spektakulärer wird die Landschaft. Dachte ich so, naja, das Offroad-Paradies Europas ist unbedingt den schönsten Ausblick. Noch durch. Hier hängt auf jeden Fall gut die Wolke auf dem Berg, zieht hier hoch, aber unten ist freie Sicht. Da oben auf der Transfaragan waren wir jetzt ganz schön, also auf der Passhöhe, waren wir jetzt ganz schön abgeschreckt. Da ist ein riesen Bazar, tausende Autos, alles voll, totales Chaos. Jetzt sehen wir zu, dass wir hier schnell wegkommen. Das laute Treiben auf der Passhöhe schreckt uns aber eher ab. Wir kaufen nur kurz ein paar Sticker und fahren auf der Nordseite wieder hinunter. Hier windet sich die Straße in unzähligen Kehren ins Tal. 2009 wurde sie von einem britischen Automagazin als beste Straße der Welt betitelt. Ganz so weit würden wir jetzt nicht gehen, aber sie gehört definitiv in die Top 5 Europas. Ja, mutig. Aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass der jetzt halt ein Eichhörnchen jagt. Irgendwie, das ist irgendwie...
Noch ganz erfüllt von den Eindrücken der letzten 2 Tage sind wir froh, dass wir gleich am Rande der Karpaten in Avrik ein kleines Schlösschen finden, das zu einem Hotel umgebaut wurde. Tagsüber spürt man noch die Wärme des Sommers, aber sobald die Sonne hinter den Bergen versinkt, wird es merklich kälter. Der Sponsor dieses Films bin mal wieder ich. Unter benensmototours.com findet ihr den Bildband zu dieser Reise. Der kommt mit fast 200 Seiten und hat natürlich alle Geschichten viel mehr en Detail, auch dank dem Reisetagebuch von Annika. Hier drin steht einfach alles, was wir auf dieser Reise erlebt haben, mit detaillierten Bildern, schönen Aufnahmen und wirklich allen Details, die ich jetzt auch nicht mehr in die 90 Minuten Film packen konnte. Und wenn das jetzt vielleicht nicht direkt was für euch ist, als Geschenk zu Weihnachten oder Ostern, kann man das immer gut machen. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, das hilft auf jeden Fall. Wir haben unseren Umkehrpunkt erreicht. Ab hier führt der Weg Richtung Westen. Wir entscheiden uns, in den Bergen zu bleiben und einem Stück des Trans-Euro-Trails zu folgen, bevor wir uns entlang der Donau Richtung Ungarn orientieren. So, hier in Arges haben wir in einem wunderbaren, schönen, kleinen, alten Palazzo von Samuel von Buchenthal übernachtet. Und jetzt geht's weiter wieder Richtung Berge. Die Strecke verläuft zunächst entspannt durch Täler mit fantastischem Ausblick. Wollen wir hier kurz einmal anhalten? Hier kommt der See. Auch zum Mittagessen finden wir wieder den perfekten Spot mit Terrasse und Seeblick. Krasser Lost Place. Am frühen Abend erreichen wir Petrosani. Wir sind gestern jetzt hier in Petrosani angekommen. Etwas freundlich gesprochen in die Jahre gekommener Bergbauort. Ansonsten ein bisschen seltsam. Dafür haben wir zumindest das beste Hotel am Platz gekriegt, was das auch immer hier heißen mag. Wir wollten jetzt eigentlich heute noch so ein Stück der TED, irgendwie so ein altes Verbindungsstück hier zwischen den Herkulesbädern und Petrosani fahren. Das wissen wir noch nicht so ganz. Hier hängt die Suppe tief im Tal. Es ist alles feucht und Annika hat eigentlich keine richtigen Offroad-Reifen. Ich eigentlich auch nicht, aber Annika hat wirklich reine Straßenreifen. Müssen wir uns nochmal überlegen. Jetzt fahren wir gleich erstmal, jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann fahren wir erstmal zum Kaufland. Das klingt schon blöd in Rumänien zu sagen, aber wir fahren zum Kaufland und holen uns neuen Mittagessen-Kram und dann schauen wir mal weiter. Tschüss Bergbaustadt. Wie ihr seht, die Sonne hat die Suppe weggeborstelt. Jetzt starten wir zum Tanken, zum Mittagseinkauf und dann Richtung Berg-Offroad-Strecke im Schotter, Halb-Offroad. Wir werden sehen. Gucken, ob wir es packen. Es wird auf jeden Fall gut. Jetzt sehen wir aber das Flugzeug nochmal. Ja. Deswegen sind wir doch so rumgefahren bestimmt.
Als der Asphalt aufhört, ist unsere Laune noch gut. Nach den ersten Kilometern auf immer schlechter werdendem Schotter ändert sich das schnell. Ins erste Loch gefallen, erstes Loch gemeistert. Hier auch wieder eher links. Rechts halten. Links halten. Es wird steiler, rutschiger und wir kommen langsam an unsere Grenzen. Wir haben kein Offroad-Training, keine passende Bereifung und sind zudem viel zu schwer beladen. Ich rede auch ein bisschen mit mir, ne? Das ist jetzt keine Anweisung für dich. Ich kann nicht antworten. In den tiefen Schlaglöchern und Wasserlachen ist der Boden tückisch und glatt. Gerade Annika hat hier große Mühe, überhaupt voranzukommen. In den Aufnahmen sieht man es oft schlecht, aber die Steigungen sind hier teilweise brutal. Fühlst du dich? Oh Mann, was willst du denn von mir alles? Jetzt beim Fahren. Ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren. Okay. Lieber in der Sonne oder lieber im Schatten? Lieber im Schatten. Dann fahren wir noch einen Moment weiter. Oh, das ist tiefer als man denkt. Ich wollte meine Jacke auch zumachen, wenn ich durch diese Wasserpfütze falle. Reinfahre, wenn ich reinfalle, dass ich dann nicht ganz nass bin. Aber ich bin nicht reingefallen. Gut. In Wasserpfützen muss man echt lieber am Rand fahren, sonst ist das echt tiefer, als man so denkt. Ist auf jeden Fall traumhaft schön hier, ne? Ich finde es auch jetzt echt angenehm zu fahren. Vorher war es echt so ein bisschen sehr tricky mit diesen großen Steinen und diesen tiefen Absätzen. Ja, hier ist auch eine Wiese und eine Hütte. Hier der Straßentypus ist auch wieder gewechselt. Na, hier unten ist ja sogar Zivilisation. Also mehr oder weniger, aber hier sieht tatsächlich. Vielleicht halten wir auf der Brücke einmal kurz an. Ja. Bei einer kurzen Pause laden wir unsere Akkus wieder auf. Da kommt uns ein ungarischer SUV-Fahrer entgegen, der uns nur zuruft Strada Horror und hinter sich zeigt. Das kann ja heiter werden. Wo klappst du den Laptop aus? Ja, im Interview, wie ist es so? Heftig. Und jetzt wird es hoffentlich ein bisschen einfacher. Durch und rüber. Jetzt müssen wir erst
erstmal hier noch durch diese Kehre. Ist das schlimm? Hier rechts, wenn man rechts bleibt und einfach schön guckt. Und dann, ich glaube, wir können hier nicht halten. Hier müssen wir weiter schön fahren, in Bewegung bleiben. Nee, ist gut. Wir halten nur an Stücken, wo es okay ist. Okay, nicht zu dolle bremsen, schön langsam fahren. Nicht zu weit rechts, nicht zu weit links. Oh, hier müssen wir einmal kurz überlegen, möglichst weit links einfach, ne? Ja. Und kurz Stopp und links. Auf jeden Fall links, auf jeden Fall links. Auf jeden Fall links. Aber ich hab's gerade so noch gefangen. Ich bin in eine Rinne geraten und weggerutscht. Alles dabei, ne? Sand, Schlamm, Pfützen. Also Sand ist das, glaube ich, noch nicht. Aber ist auch egal, wir haben auf jeden Fall ein gutes Potpourri an allem Möglichen, was man sich so wünschen kann. So schnell kannst du die Akkus wahrscheinlich gar nicht laden. Ja, heute kommen wir auf jeden Fall an die Grenze. Sieht das gigantisch aus. Jetzt müssen wir dolle aufpassen. Oh ja. Rechts runter ist es richtig steil. Bitte nicht Mhm. so weit nach da. Ja, am besten hier ganz links lang. Okay, ich fahre vorsichtig, aber Einfach runterrollen. Einfach runterrollen. Oder ganz langsam, noch viel langsamer bremsen. Ganz langsam, wirklich ganz langsam. Schritttempo. Das sind echt Hütten zum Übernachten, ne? Hier beginnt der Stausee links unter uns. Oh, ein Eichhörnchen. Einerseits sind wir froh, als wir den Stausee erreichen, der angeblich das Ende der schlimmsten Strecke markiert. Andererseits wird es hier noch viel schlammiger. Ich habe angehalten kurz, nicht wundern. Das Motorrad entscheidet, wo es lang geht. Das Motorrad entscheidet, wo es lang geht. boah, ich bin richtig krass gerutscht, hab mein Bein ausgestreckt und mit dem Fuß abgefangen und bin gerade so durchgekommen. Wie geht's dem Fuß? Scheiße. Alles gut, glaube ich. Ich habe ganz intuitiv den linken Fuß ausgestreckt und bin dann da so rumgeslidet. Ich merke es ein bisschen in den Schultern, weil ich quasi mit den Schultern das Motorrad gehalten habe und mit dem Fuß und dem Hintern vom Motorrad so rumgerutscht bin. Und dann passiert es. Annika rutscht weg. Ihr passiert Gott sei Dank nichts Schlimmes, aber der Abhang zum Stausee ist weniger als 1 Meter entfernt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Spätestens jetzt wollen wir das hier nur noch heil überstehen. Wahnsinn. Ich bin froh, mit dir hier zu sein und ich will das trotzdem nicht nochmal machen. Ich bin froh, dass wir hier sind. Ich bin froh, dass wir beide einfach hier sind, dass wir das jetzt ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe.
An der Staumauer machen wir eine weitere Pause. Es ist mittlerweile spät geworden. Der Abschnitt war nur 50 Kilometer lang, aber wir sind kaum vorangekommen. Unsere Hoffnung auf eine halbwegs normale Straße wird jedoch schnell enttäuscht. Erst wechseln sich Betonplatten und Schotter ab, dann bekommen wir zwar wieder Asphalt, der aber so dermaßen von Schlaglöchern übersät ist, dass wir uns den Schotter zurückwünschen. Fuck. Ach, keine Ahnung. Ich habe halt immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann in der nächsten Kurve dann doch wieder Betonplatten gibt. Ob Jojo und Anna das mit ihrem Gefährt schaffen, diese Straße zu fahren. Uiuiui. Irgendwann geht aber auch dieser Abschnitt zu Ende und wir treffen wieder auf die Zivilisation. Ganz entspannt. Let's go. Hotel Resort, das ist ein riesen Klopper hier rechts. Ja, hier sind lauter Leute. Das sind halt alles solche Bar- und Wellness-Dinger. Ich muss jetzt aufpassen mit meinen Koffern hier auf der Alm. Die Offroad-Piste war heftig, richtig heftig. Eigentlich hätten wir sie null mit diesen Reifen fahren dürfen, null mit den schweren Maschinen. Viel zu viel Schlamm, viel zu lange. Und jetzt zieht sich das leider noch so ein Stückchen. Dafür ist die Strecke geil. Wir fahren jetzt über die Herkulesbäder wahrscheinlich noch bis nach Orsova. Schauen wir mal, wo wir ein Hotel finden. Es macht Bock, aber reicht für einmal im Leben. Ein Hotel finden wir erst in Orsova. Es ist Wochenende und alle Hotels an den Herkulesbädern sind restlos ausgebucht. So fahren wir jetzt auf schönsten Bergstraßen bis in die Dämmerung hinein. Unsere Motorräder stehen dafür in dieser Nacht schick beleuchtet vor dem Hotel. An diesem Morgen treffen wir eine Entscheidung. Wir brauchen jetzt Urlaub vom Abenteuer. Wir brauchen Italien. Der Plan sieht also vor, noch 2 Nächte in Rumänien und Ungarn zu verbringen und uns dann auf die Autobahn zu klemmen, bis wir in Bella Italia sind. Annikas Koffer haben die gestrige Tortur nicht ganz unbeschadet überstanden, also reparieren wir mit Kabelbindern, was zu reparieren ist, und machen uns auf den Weg entlang der Donau. Nachdem wir gestern jetzt ohne größere Blessuren überstanden haben, fahren wir heute entlang der Donau und machen uns einen ganz ruhigen, warmen, entspannten Fahrtag. Guck dir das an. Hier ist diese Donaumündung, in der die Donau oder dieser Fluss, von dem wir jetzt aus dem Berg gekommen sind, in die Donau fließt. Die Donau kommt da hinten raus, aus Serbien quasi. Und ich habe vergessen, ich habe nicht nachgeguckt, wie der Fluss heißt, in dem wir jetzt die ganze Zeit da lang gefahren sind. Schon ein bisschen wie am Meer hier, ne? Mhm. Oh, hier. Ja. Kurz hinter Orsova stoppen wir an der Statue des Decebalus. Die riesige, in den Stein gehauene Skulptur kann es aber nicht mit der grandiosen Landschaft aufnehmen. Ja, man muss schon sagen, es ist kein großer Aufwand und Zeit. Und die lohnt sich umso mehr. Die Gegend hier gehört zum Naturpark Eisernes Tor. Mehrere Schleusen stauen die Donau so weit auf, dass eine Landschaft aus kleinen und größeren Seen entsteht. Die Straße verläuft immer am Wasser entlang und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Felsklippen auf der serbischen Seite. Hier macht das Motorradfahren wieder richtig Spaß.
kommt es eigentlich jetzt fast schon so vor, als ob man an so einem italienischen See runterfährt, ne? Das ist eigentlich auch sehr nett, sich einfach da so ein Plätzchen zu nehmen, ne? Dann stellst du da dein Zelt auf, dann hältst du da eine Angel rein, dann grillst du frischen Fisch. Ja, es ist halt tatsächlich ein bisschen schwer, einen Schattenplatz zu finden. Die sind wahrscheinlich heiß begehrt. Mittagspause machen wir im Schatten einer Weide mit Blick auf den Fluss. Die Strecke hier entlang der Donau ist auf jeden Fall traumhaft schön, aber die Temperaturen beamen uns gerade hier total aus dem Leben. Der Helm glüht, es sind über 30 Grad. Wir haben jetzt gerade noch so ein kleines Plätzchen hier unter so einem schönen Baum gefunden, oder mehrere sind das, keine Ahnung welche, aber die spenden uns hier so ein schönes Dach. Und gleich geht es auf die letzten 50 Kilometer. Es ist Sonntag und am Ufer drängen sich die Menschen dicht an dicht, um das gute Wetter zu genießen, zu baden und vor allem zu angeln. Wir folgen der Donau bis zur serbischen Grenze und biegen dann nach Norden ab, Richtung Ungarn. Krass. Heute geht's wieder nach Ungarn. Wir fahren allerdings relativ flott. Wir müssen jetzt noch ein paar Meter machen. Die nächsten Tage werden wahrscheinlich Autobahn. Das entscheiden wir heute Abend. Die Sonne kommt schon wieder gut raus. Das heißt, es wird warm. Jetzt tanken wir voll und hoffen mal, dass es an der Grenze reibungslos geht und wir dann nicht Ewigkeiten zwischen den LKWs hängen. Aber heute ist Sonntag, wir sind guter Dinge. Kurz vor der Grenze gibt Annikas Motorrad den Geist auf. Ein bekanntes Problem bei ihrer BMW. Die Batterieschrauben rütteln sich immer mal wieder lose. Immerhin wissen wir mittlerweile, wie wir das Problem schnell lösen können. Da wir jetzt schon angehalten haben, machen wir auf dem Boden vor der Tankstelle Mittag. An der Grenze erwartet uns dann doch etwas mehr Verkehr als gedacht. Ja, nach dem Mittagessen, jetzt haben wir gerade nochmal unseren letzten rumänischen Lei verbraucht. Die Kisten noch einmal vollgetankt, ist sich genau ausgegangen mit den letzten 100, die wir noch bar in der Tasche hatten. Drängeln wir uns vor? Ja, oder? Will hier schon jemand was von uns? Das ist EU. Das passt doch. Ja. Ihr habt alle Klima. Das wird dann da. Ja, dass wir hier noch reinkommen. Du kannst dann rechts neben mich. Oder mach das, wie du denkst. Ja, auf den letzten 5 Kilometern sind wir jetzt nochmal ordentlich abgekocht worden. Bei über 30 Grad, aber wir haben es gut nach Szeged geschafft. Auch wenn die Leute an der Grenze ein bisschen gemeckert haben, weil wir uns da ein bisschen asozial vorgedrängelt haben. Aber hey, die hatten Klima und wir hatten Kombi. Also kein schlechtes Gewissen. Jetzt machen wir ein bisschen ruhig. Gucken wir uns nochmal Szeged an und morgen geht es dann auf die Autobahn via Richtung Italien. Und dann Szeged. Was für eine Perle. Wir sind völlig geplättet von der Schönheit dieser Studentenstadt, die aufgrund ihrer vielen Sonnenstunden auch Stadt des Sonnenscheins genannt wird. Mit nur 160.000 Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt Ungarns. Wir stromern durch die Straßen, gehen fantastisch essen und genießen einfach den Sommer.
Wir sind frisch gestärkt. Das Navi sagt 785 Kilometer. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen in Gänze. Aber wir versuchen es mal. Ein bisschen Autobahn schrubben heute und dann schnell italienischen Boden. In Ungarn führen alle Autobahnen nach Budapest. Wir starten also erst Richtung Norden, bevor wir Kurs auf Slowenien nehmen. Die Vignetten für beide Länder habe ich noch am Vorabend online gekauft. Wir können also einfach durchziehen. Es hat ein paar Stunden gedauert, aber wir haben uns tatsächlich an die mittlerweile über 30 Grad ganz gut gewöhnt. Sind jetzt irgendwo kurz vor Maribor in Slowenien. Haben noch ein paar Kilometer vor uns. Wir wissen immer noch nicht, wie weit wir fahren, aber erstmal sind wir noch fit und werden noch ein bisschen durchziehen. Nach 785 Kilometern erreichen wir am späten Abend Udine. Wir gehen noch richtig italienisch essen und kaufen an einem Automaten Käse, dann fallen wir völlig erschöpft ins Bett. Am folgenden Morgen buchen wir uns für ein paar Tage ein Zimmer in einem Agriturismo in der Provinz Treviso. Auf dem Weg dorthin halten wir aber noch in Magnago, dem Solingen Italiens. Die Stadt bietet Messer in den schönsten Ausprägungen. Um unsere neuen Taschenmesser gleich einzuweihen, gehen wir direkt im nächsten Supermarkt einkaufen. Im schönen Abendlicht fahren wir die letzten Meter zu unserer Unterkunft. Es ist ein umgebautes Landhaus, eine Oase der Ruhe mit riesigem Garten, Naturpool und einem traumhaften Blick über die Weinberge. Wir machen hier das, was man wohl unter Erholungsurlaub versteht. Lange Spaziergänge, lesen in der Sonne und baden im Pool. Wir essen fürstlich Pizza vom Imbiss und am letzten Abend besuchen wir die Trattoria des Ortes, ein uriges Familienrestaurant mit absolut fantastischem Essen. Schweren Herzens verlassen wir das Agriturismo, aber die Dolomiten halten noch einige Highlights für uns bereit. Als erstes erwartet uns der Passo San Boldo. Guck mal auch hier, wie sie das da mit den Eselkarren oder Pferdekarren haben sie damals hier diese Straße reingeschlagen, ne? Er ist mit seinen 706 Metern zwar nicht hoch, aber einzigartig. Über 5 Kehrtunnel und 6 Brücken erklimmt man die steile Südrampe. Zudem ist er nur einspurig befahrbar. Die Dolomiten dahinter sind wie immer ein absoluter Traum. Schinke, aber die ist steiler. Nehmen wir mal den ersten. Quattro. Oh, schon krass. Oh no. Wir sind wieder in den Dolomiten. Also man merkt schon, die Höhe ist hier nochmal eine andere Hausnummer als in den Karpaten jetzt. Und vor allen Dingen wechseln die Kennzeichen von Polen vor allen Dingen zu Deutschen. Natürlich auch Italiener, aber wenn man irgendwen als Masse hier sehen will, dann sind es vor allen Dingen jetzt wieder die Deutschen und in den Karpaten sind es vor allen Dingen die Polen. Ist schon interessant, wo die Leute so hinfahren.
bisschen sowas Ähnliches machen wir jetzt schon bei Tunneln, beziehungsweise ich glaube, das ist noch nicht implementiert. Das Wir überqueren den Fossella Franke, den Fossella Aurin, den Passo Cereda und den Passo Rolle, bevor wir unser Hotel in Predazzo erreichen. Hier herrscht gerade Totentanz. Die Sommersaison ist vorbei, die Skisaison hat noch nicht begonnen. Durch ein bisschen Glück und Recherche finden wir aber die Pizzeria, in der auch alle Einheimischen essen. Es ist rammelvoll, aber köstlich. Das sieht schon gigantisch aus, ne? Macht ja nichts. Also die Dolomiten sind doch auch immer wieder gigantisch. Es macht so viel Spaß, hier traumhaft durch diese traumhafte Landschaft zu fahren. Wir haben leider überhaupt nicht es geschafft, auf die Sella-Runde zu fahren, weil die ausgerechnet heute für den Bike Day gesperrt ist. Das heißt also, da sind nur Fahrradfahrer heute erlaubt. Aber dafür fahren wir mal wieder über den Fedaia und das ist wie immer auch hier. Jetzt ist es gerade hinter den Wolken der Gletscher, aber man kann hier so viel traumhaft schöne Sachen sehen. Über den Falsarego und den Valparola-Pass reisen wir weiter Richtung Norden. In Mittewald übernachten wir ein letztes Mal im Hotel, danach besuchen wir noch Freunde in Bayern. 5 Wochen waren wir jetzt unterwegs. Von Polen über Tschechien und die Slowakei, durch Ungarn bis in die rumänischen Karpaten. Wir haben tiefste Höhlen und einzigartige Hochebenen bestaunt. Wir haben ohne Erfahrung oder Vorbereitung den Trans-Eurotel Romania überlebt und Perlen von Städten entdeckt, die wir niemals auf dem Schirm gehabt hätten. Und doch spürt man, wie das Zuhause wieder näher rückt. Die Freude darauf, auf dem Weg nach Norden noch liebe Menschen zu treffen und sich dort aufzuhalten, wo es einem vertraut ist. Wo man weiß, dass man sich wohlfühlen wird und wo man einfach immer willkommen ist. Abenteuerreisen sind wichtig. Man muss die Komfortzone ab und zu verlassen, sonst wird das Leben zu eintönig und man vergisst, wie schön es an Orten sein kann, die man gerne ein Zuhause nennt.